Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner, ich bin mal wieder im Münchner Osten bei Reinhold Brenner zum Spur 1 Fahrtreffen. Wir haben Freitag, den 10. Mai 2024 und ich lasse mich überraschen, was es heute wieder für schöne Neuheiten gibt. Eine habe ich mir vorher schon sagen lassen, wird was Interessantes sein. Und zwar wird das hier eine Donnerbüchse sein, die zum Barwagen umgebaut wurde und ein PWG 14, der zu einem Streckenbegleitungswagen umgebaut wurde. Und das Ganze wird dann gefahren von einer 236 in Epoche 4 Ausführung. Und das schauen wir uns jetzt alles gleich mal aus der Nähe an. Die Donnerbüchse, das ist ein Original-Hübner-Wagen, der umgebaut wurde zu einem sogenannten Barwagen mit Inneneinrichtung, die ziemlich liebevoll detailliert wurde. Können wir mal versuchen reinzuschauen. Ansonsten äußerlich ist das eine ganz normale Donnerbüchse der Firma Hübner. Und der PWG, das ist ein PWG 14, den es auch schon mal von Hübner gab. Der ist 27,3 cm lang. Der ist aber was Besonderes. Habe ich vorher schon gesagt, das ist ein Streckenbeobachtungswagen. Der ist in Epoche 3 in Szene gesetzt worden. Der hat hier tatsächlich sowas wie einen Zugführer, der die Strecke beobachtet, der auch den Zug wahrscheinlich schon beeinflussen konnte, bremsen konnte zumindest. Also im Endeffekt sowas Ähnliches wie ein Steuerwagen, aber eben doch nicht. Und der ist hier, es gab wohl nur einen einzigen, der so realisiert wurde. Und dieses Modell in Spur 1, das ist vom Thorsten Päth ein 3D-Druckmodell. Und auch dieser Wagen ist für ein 3D-Modell wirklich schön detailliert, kann man wirklich lassen. Und das Ganze werden wir uns jetzt hier auch dann gleich mal in Fahrt anschauen. Ich habe vorhin auch schon gehört, dass das Ganze jetzt hier einfach mal eine Fantasie-Ausflugsfahrt ist mit einer 236 von Märklin, die mit einer Dachkanzel von der Firma Hübner erweitert wurde. Die gab es mal als Erweiterungsset und jetzt hoffe ich mal, dass sie auch dann ein bisschen Geräusch macht.
als nächstes sehen wir eine G3/4H von der Firma KISS, die dann später in Epoche 2 als Baureihe 54 gefahren ist. Und das ist jetzt hier ein Epoche 1 Modell, Baujahr 1920, habe ich mir vorhin sagen lassen. Und die wird jetzt auch gleich mal zum Einsatz kommen. Als Güterzug hat diese Lok unter anderem einen G10 von der Firma KM1 und einige Märklin-Wagen. Und am Schluss kommt dann noch ein Eigenbauwagen. Das ist ein Torfwagen, den der Thorsten Päth aus 3D-Druck auch gefertigt hat. Dann kommt ein Touristikzug zum Einsatz, den der Andreas Horn mitgebracht hat. Der hat heute schon 500 Kilometer Strecke hinter sich, weil Andreas Horn aus Hessen angereist ist. Und das ist hier eine Baureihe 218, ehemaliges Märklin-Modell und einige Märklin-Schnellzugwagen, die auch umgebaut wurden, teilweise aus dem Rheingold-Set, teilweise normale Schnellzugwagen, 75 Zentimeter Wagen. Und dieser Speisewagen, den müssen wir uns mal ganz genau anschauen. Den gibt es nämlich so als Serienmodell bei Märklin auch nicht. Das war mal ein Buckelspeisewagen, bei dem der Buckel dann weggebaut wurde und auch die Fenstergruppen wurden umgebaut. Und diese gesamte Lackierung hat Andreas Horn selber gemacht. Er sagt, vor etwa 10 Jahren hat er das gemacht. Aber er ist immer noch hier schön im Zustand, schaut wie neu aus. Der sechsteilige Zug hat eine Gesamtlänge von ungefähr 5 Metern mit dieser Baureihe 218 und den werden wir uns jetzt hoffentlich auch gleich mal im Einsatz anschauen können. Als Geräusch hat er an Bord einen ESO XL 3.5.
Das Geräusch dieses ESO-Decoders kommt von der Firma Brinkmann, ein sogenannter Brinkmann-Sound. Ansonsten hat das Modell noch keinen Rauchentwickler und auch keinen Lüftermotor, aber es kann sich ja vielleicht noch ändern. Schön, dass dieser Touristikzug der Zeit 1995 bis 2000 hier auf dem Fahrtreffen bei Reinhold Brenner mal zum Einsatz kommt. Vom Touristikexpress aus der Jahrhundertwende 1995 bis 2000 rüber etwa 150 Jahre zurück. Hier haben wir jetzt eine Lok, eine Western-Lok in 7,25 Zoll Spurweite. Und ich begrüße hier den Thomas Marx. Hallo Peter. Der ist eingefleischter Fan der großen Gartenbahn-Parkbahn-Spurweite. Richtig, ja. Wie lange machst du dieses Hobby schon? Ich mache es seit 1979, zwar nicht mit der eigenen Lokomotive, sondern bin da dazugekommen bei einem älteren Herrn, der sehr bekannt ist. Und habe dann irgendwann einmal selber eine Lokomotive gebaut und irgendwie auch die Liebe zu den amerikanischen Vorbildern oder ich finde auch diese, sage ich mal, Western-Lokomotiven recht spannend. Und die Maschine habe ich mir mal aus England dann gekauft. Das heißt also seit 45 Jahren jetzt ziemlich genau dieses Hobby schon. Und diese Parkbahn, die braucht ein bisschen Platz. Wie viel Radius braucht man dann mindestens? Die Maschine wird so ungefähr bei 8 Meter bis 10 Meter Radius fahren können. Auf unserer Clubanlage haben wir 16 Meter, also da sind wir relativ komfortabel verlegt sozusagen. Und diese Lok jetzt, das ist eine sogenannte 440, weil sie keine Nachlaufachsen hat. 4 Räder vorne, 4 Räder als Treibachsen. Und das ist ein Modell aus welchem Material? Aus Stahl, denke ich jetzt mal hauptsächlich? Also der hauptsächliche Werkstoff ist Stahl, also die Kessel und so weiter. Zylinder sind aus Grauguss und ansonsten ist noch entsprechende Messingverkleidung drauf. Und dann Holz, dann sehe ich hier auch richtiges Holz. Weil im Original ist eben auch Holz verbaut worden. Führerhäuser waren aus Holz, die Running Boards waren aus Holz, der Pilot Beam, das ist diese Pufferpolyform, war zum Teil Holz, zum Teil auch die Cowcatcher aus Holz. Und man hat auch beim Tender den Rahmen aus Holz gehabt, auch die Drehgestelle aus Holz, so wie es dieser Erbauer aus England auch vorbildgetreu nachgebaut hat. Man hat halt das Holz schwarz angestrichen, weil man natürlich irgendwo den sag ich mal, Stahleffekt vielleicht imitieren wollte. Ja. Und wie schwer ist dieses Modell? Das Modell, die Lokomotive hat jetzt mit der Kesselfüllung 120 Kilogramm. Ui. Und der Tenner hat 35 Kilogramm, also ohne Wasserfüllung. Passen ungefähr 12 Liter Wasser rein
und dann noch entsprechend ungefähr ja, so 5-6 Kilogramm Kohle. Wie lange fährt man dann mit einer Kohlefüllung? Kohle reicht ein bisschen länger als die Wasserfüllung. Wasser ist so nach ungefähr 25 Runden. Eine Runde in Bayern Rhein sind 250 Meter, ist dann das Wasser aus. Und die wird dann hier so bedient von hier aus? Man sitzt auf dem Tender? Man sitzt hier, ich habe ein Brett, das habe ich heute nicht dabei, der Optik wegen. Dann ist hier vorne ein Fußraster drauf. Man sitzt natürlich nicht jetzt super bequem, aber es ist einfach besser, wenn man einen Eingriff oder einen Zugriff auf die Maschine hat. Und das ist der Dampfregler, sprich, wenn ich den nach links betätige, dann strömt Dampf in die Maschine ein und das heißt, die Maschine fährt dann. Das ist die Steuerung, die steht jetzt auf 0, das ist jetzt vorwärts, kann man dann während dem Fahren auch ein bisschen einziehen und das ist dann rückwärts. Genau. Hier ist die Zylinderentwässerung, Wasserstandsanzeiger, weil es ja eine Livestream-Maschine ist. Dann ist hier der Hilfsbläser und auf der Seite ist der Injektor. Hat man zwar damals noch nicht gehabt, allerdings im Modell ist es halt nur auf die Fahrpumpe angewiesen zu sein, etwas schwierig. Und das Modell wird jetzt hier mit Kohle getrieben, aber ich habe vorher schon mir sagen lassen, das Vorbild ist mit Holz gefahren. Das Vorbild ist mit Holz gefahren. Ganz erkennbar oder gut erkennbar, alle Maschinen, die mit Holz gefeuert waren, haben eben diesen Kurbelschornstein gehabt, um den Funkenauswurf zu reduzieren. Und im Vorbild sind die gefahren ab 1850 etwa? Diese Maschinen sind so ca. 1850 in diesem Stil gebaut worden, sind in Amerika zu Tausenden gebaut worden, eben weil einfach ein Riesenbedarf dann aufgekommen ist für die Strecken und, oder für das wachsende Streckennetz. Und dann gibt es hier auch ein historisches Bild von 1869. Genau, was hat es damit auf sich? Das war ein bestimmtes wichtiges Datum. Das war das wichtige Datum und zwar ist das die Eröffnung oder die Fertigstellung der transkontinentalen Eisenbahnstrecke in Amerika gewesen. Die ist nach 7 Jahren Bauzeit fertig gewesen. Das ist das Originalbild, als dann eben dieser goldene Schienennagel geschlagen wurde und die Transkontinentalstrecke jetzt fertig war. Spaßigerweise war sie aber noch nicht durchgehend befahrbar, weil nämlich der Missouri-Fluss ziemlich breit ist. Und diese große Brücke ist erst 1872 dann fertig gewesen und damit war auch die Eisenbahnfahren von Ost- zur Westküste möglich. Und 1869 plus 150 Jahre, das ist dann Jubiläum im Jahr 2019 gewesen. Und da gab es dann nochmal eine große Feier anlässlich dieses Jubiläums. Und ich glaube, Märklin hat auch mal in Spur 1 tatsächlich 2 solche Loks und diese Fahne und all das. Genau, also dieses Bild stellt genau diese Geschichte von dem Modellbahnhersteller nach. Beziehungsweise Modellbahnhersteller hat halt die Sache nachgestellt. Das ist das Museum in Amerika, der Promontory Point Summit, wo eben die Transkontinentalstrecke fertig geworden ist. Nachdem die Originalmaschinen, die Jupiter und die 119, ja in Anfang 1910 irgendwie verschrottet worden sind, hat man in Amerika in den 70er Jahren eben diese Maschinen nach Plänen oder das, was man gehabt hat, eben nachgebaut. Und die haben bloß diese kurze Strecke im Museum zu fahren und bilden halt, sagen wir mal, wahrscheinlich jährlich, so wie heute, eben dieses Jubiläum nach. Vom Vorbild aber nochmal zum Modell. Diese 7,25 Zoll Spurweite, die braucht ja einiges an Platz, haben wir schon vorher gehört. In der Nähe von Otterfing, Bayern Rhein heißt diese Ortschaft, an der ihr fahrt. Genau, da haben wir unsere Vereinsanlage. Die ist ein Oval ungefähr mit 250 Meter Streckenlänge und hat 3,5 Zoll, 5 Zoll und 7,25 Zoll Spurweite. Alles in einem Gleis? Alles in einem Gleis. Das ist praktisch ein Vierschienengleis und da toben wir uns an einem Fahrtag dann aus.
Da bringt halt jeder, der Zeit und Lust hat, seine Fahrzeuge mit oder sein Fahrzeug, ist ja immer ein Transportproblem. Und da haben wir unseren Fahrtag dann. Und diese Lok hier, die hat einige Details. Die hat hier sogar eine Glocke, habe ich gerade gesehen. Genau, ja, die ist natürlich zwar fähig zu klingeln, aber eben noch ohne Betätigungsschnur, so wie es sich gehört eigentlich. Aber irgendwann kommt es. Und mir fällt gerade auf, sie ist auch noch verkehrt rum montiert, weil die Betätigung der Glocke war Heizergeschichte. Und dann müsste der Hebel für die Schnur auf der linken Seite sein. Ja, es gibt immer was man an solchen Loks noch verbessern und überarbeiten genau. könnte. Ja. Und es ist einfach toll, wenn man hier sowas sieht, dass so eine Lok eben tatsächlich auch fährt. Und die transportiert man dann am Hänger oder auf der Ladefläche vom Auto? Also ich habe es jetzt immer im Kombi drin, ist mir fast ein bisschen lieber, weil ich da einfach im Auto ist die Federung etwas besser. Dann springt sie nicht so, beziehungsweise man muss natürlich schon entsprechende Ladungssicherung machen, damit das Ding auch beim Bremsen einem nicht von hinten ins Kreuz reinfährt. Ja. Und dieser Verein, nochmal auf den zurückkommen, das ist der Bayerische Dampfbahnverein. Bayerische-Dampfbahnverein.de. Werde ich natürlich jetzt hier im Video einblenden. Und die führen auch öffentliche Fahrtage durch, genau, bei denen man dann vorbeischauen kann? Wir haben einmal im Monat ist immer ein Fahrtag, weil natürlich, wenn es regnet, fällt das sozusagen aus. Und zwischendrin machen wir ab und zu mal Testfahrten oder treffen sich ein paar Handvoll Mitglieder und fahren einfach. Gut, dann bedanke ich mich beim Thomas Marx hier für die Erklärungen zu dieser wunderschönen Western-Lok, die hier als Modell auch schon einige Jahre alt ist. Ja, ich schätze mal, dass die schon 30 Jahre auf dem Buckel hat oder vielleicht sogar noch älter ist. Und deren Vorbild ungefähr 150 Jahre alt sein müsste. 1871 ist die Maschine in der Nähe von New York gebaut worden, genau. Also das Vorbild dieses Modells. Dann. Ja. Gut, dann wünsche ich viel Spaß bei den Fahrtagen mit der großen Spur. Danke, Peter. Und ich werde mich jetzt dem Spur 1 Treffen hier in München widmen und schauen wir dann diese Modelle an. Von der großen Western-Lok kommen wir jetzt zu einer Werkslok, die als Märklin-Modell mal umgebaut wurde zu einer Werkslok Schwenk 03 mit Rauchentwickler ausgestattet wurde und auch ein bisschen die Inneneinrichtung verschönert wurde, damit das eben auch ein bisschen was hermacht. Das Märklin-Modell war ja relativ einfach optisch gestaltet. Passend zum Werksgelände machen wir jetzt hier auch nur eine kleine Rangierfahrt. Die steht jetzt an der Schuppentüre an, die muss ich jetzt ein bisschen aufmachen, dass sie weiter kann. So. Ja, da ist wahrscheinlich der Kontakt im Schuppen etwas seltener in Benutzung, die Gleise. Und deshalb ist es ein bisschen schwieriger mit der Stromversorgung. Aber im Nebengleis scheint es besser zu laufen. Das ist eine zweite Werkslok, die jetzt zum Einsatz kommt. Und man kann hier schon erahnen, es ist eine Dampflok. Das ist die Anna Nummer 8 als Werkslok einer Koksfabrik. Das ist ein Modell der Firma KISS, und zwar eine Elna. Auch hier haben wir Stromversorgungsprobleme. Das ist wahrscheinlich einfach mit den Gleisen das Problem. Ich schiebe es mal ein Stück und hilf ein bisschen nach. Das ist ein Serienmodell, das die Firma KISS gebaut hat
allerdings auch hier gealtert und etwas auf echte Betriebsspuren modifiziert und verschönert, damit es realistischer aussieht. Vielleicht sehen wir die später noch im Einsatz, aber es ist hier schon mächtig was anderes los. Es fahren ja jetzt keine Züge, sondern es gibt jetzt hier schon wieder Brotzeit und da muss ich jetzt auch mal ganz kurz schauen und ich werde dann auch mal schauen, ein bisschen Pause muss jetzt mal sein und Reinhold Brenner ist hier wieder sehr fleißig und hat auch wieder den großen Grill angeheizt und da sind noch ein paar über. Ich hoffe, ich bekomme dann auch noch eins. So wie es ausschaut, müsste eins, ich habe auch eins vorbestellt. Ja, immer wieder schön beim Fahrtreffen beim Reinhold Brenner, dass es hier auch mit Oktoberfest-Rezeptgewürzen dann echte Grillhändel gibt. Man fühlt sich fast wie im Oktoberfest. Das Wetter ist halt auch weiß-blau, Sonnenschein und das ist wirklich eine schöne Sache. Und ich werde jetzt mal kurze Pause machen und lasse mich dann überraschen, wie es weitergeht mit den Spur 1 Modellen. Die Brotzeitpause ist vorbei und jetzt kommt die Anna, die Werkslok Anna Nummer 8, mal zum Einsatz. Jetzt muss noch die Weiche gestellt werden.
Nun gibt es noch zwei Neuheiten von Wema Bahnatelier. Max Weigmann hat mal wieder Figuren und Teile mitgebracht. Und das ist jetzt hier ein Öl-Einzelofen für Spur 1 im Maßstab 1:32. Der hat sogar eine Ölkanne mit dabei und die Anschlusskaminrohre. Und auf der Rückseite dieses Ofens sieht man auch den Anschlussrohr für den Kamin. Und als zweite Neuheit hat Max Weigmann auch eine neue Figur aufgelegt, einen Bahndienst oder sonstigen Arbeiter mit einer Aktentasche, der hier Treppen steigt und sich an der Treppe festhält am Geländer. Die Figur hat hier eine Aktentasche. Und ist auch wieder schön fein detailliert. Nun kommt eine Märklin-Replik zum Einsatz, und zwar ein Schienenzeppelin. Relativ günstig geschossen gehabt, weil er der Spurgraben zusammen ist. Jetzt muss man schauen, ob ich den Schienenzeppelin auch verfolgen kann oder ob mir der jetzt dann irgendwann zu schnell wird. Könnte durchaus passieren, dass ich das nicht schaffe, weil der vorhin schon gesehen habe, dass der ziemlich schnell fährt. Und jetzt schaffe ich es fast nicht mehr. Jetzt muss ich ja laufen. Na, der geht ab wie die Feuerwehr. Jetzt kommt nochmal der Touristikzug im Einsatz. Die Uhrzeit ist fortgeschritten. Wir sehen jetzt auch die Beleuchtung schön und können auch mal nach innen schauen in die Abteile. Hier der Wagen ist ziemlich noch im ursprünglichen Zustand, aber der Kinderlandwagen ist belebt. Es sind auch einige Figuren drin. Und der komplett umgebaute Speisewagen, der ist, habe ich ja vorhin schon gesagt, mal ein Buckelspeisewagen gewesen vom Rheingold. Und der wurde hier auch mit Lampen in Szene gesetzt. Und einiges wurde hier auch gemacht. Und hier sieht man mal die Handbemalung relativ schön und auch den Dachaufbau. Dann hier wieder ein normaler Abteilwagen. Und jetzt hier noch der Gepäckwagen. Und dann hoffe ich, dass sich der Touristikzug nochmal in Bewegung setzen kann mit der Baureihe 218 und mit dem Brinkmann-Sound.
Als kleines Schmankerl zur fortgeschrittenen Stunde hat uns Reinhold Brenner mal wieder einen Einblick in seine Bauarbeiten für den Augsburger Bahnhof gegeben. Und zwar hat er hier einen Güterbahnhofbereich, Abstellgruppe mit Beleuchtungen vorbereitet. Und man kann sich das hier schon mal lebhaft vorstellen, wie das dann mal irgendwann bei Nacht zur Stimmung kommt, wenn hier auch Züge draufstehen. Und es ist wirklich hier faszinierend, welche Arbeit hier wieder drin steckt bei diesen einzelnen Bahnhofsleuchten. Ich kann mal kurz eine meiner Leuchten einschalten, um auch mal diese Bahnhofsleuchte aus der Nähe zu zeigen. Mal schauen, wo der Schalter ist. Hier. Aber jetzt schalte ich wieder aus, damit man hier nochmal diese imposante Nachtbeleuchtung des Güterbahnhofs sehen kann. Es ist jetzt 21:30 Uhr, langsam lichten sich die Reihen hier beim Fahrtreffen und ich habe jetzt hier noch eine Rarität von jemandem bekommen zum Filmen. Den hat Christian Gare gebaut aus 3D-Druckteilen. Das ist ein Flaschenwagen mit flüssigem Wasserstoff. Der ist auch schön detailliert, das schauen wir uns jetzt aus der Nähe an, bevor der dann gleich nochmal eine Probefahrt mit dem Henschel DHG 500 mit der Werkslok macht. So, und das war's für heute mit meinem Bericht vom großen Fahrtreffen im Münchner Osten bei Reinhold Brenner.
Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn Sie mal wieder vorbeischauen auf meinem YouTube-Kanal. Ich sage Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteiner.